Hello, everybody, and welcome back to another episode of Chatterbug Live. My name is Megan, and I will be your moderator today and always. So for those of you who are joining us for the very first time, what we have planned for you today is we will have a tutor come out along with a student, and they will go through real-life scenarios together. So today we have pretty heavy topic. We're going to be talking about the Rundfunkgebühr. I'm probably totally butchering that, but that's the best I can do right now. And the GEC. So this is an important topic. We've all encountered it here in Germany. And so today we'll kind of learn a little bit more about what it is and why do we have to pay it. So yeah. Why don't you guys let us know in the chat where you're from, where you live, how long you've been learning German, and I will go ahead and bring out our two lovely stars. So we have Maria Jose today and Sarah. Hello. Do you want to introduce yourself first, Maria Jose? Sure. Hello, everybody. My name is Maria Jose. I come from Spain, and I speak Spanish, English, and I'm learning German now. Und jetzt auf Deutsch. Und auf Deutsch. Ich heiße Maria Jose. Ich komme aus Spanien. Ich spreche Spanisch und Englisch und ich lerne Deutsch. Perfekt. Und Sarah? Schön, dich dabei zu haben, Maria Jose. Hallo Megan, ich heiße Sarah, für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen. Ich darf heute mit euch die nächsten 30 bis 50 Minuten ein bisschen Deutsch üben. Und ich bin auch eine Tutorin hier bei Chatterbug, schon seit einiger Zeit dabei. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas nicht verstehen solltet, könnt ihr gerne im Chat immer fragen und dann versuchen wir, diese Fragen hier im Livestream zu beantworten. Okay, Maria Jose, wie geht's dir? Ja, geht's gut. Ja, es ist heiß heute. Gut, im Sommer sind. Genau, es ist jetzt endlich warm im Sommer. Das ist schön. Okay, wir haben heute das Thema Rundfunkgebühren dabei, nicht wahr? So, the topic for today is GEZ-Gebühren, so the fee we have to pay. And therefore, we've prepared a slide. GEZ, was ist das? Hast du schon einmal davon gehört, Maria Jose? Yeah, I have heard about this. I here when you live in Germany, you normally receive so many letters from so many services. One day I received this letter from some kind of radio thing, and I was like, what is this and why do I have to pay? So I am paying it, but I quite don't understand fully what it is, what it means, and why do we have to pay it. Okay, lass uns mal schauen, was das ist. Also GEZ steht für Gebühreneinzugszentrale. Viele Wörter. Und das bedeutet eigentlich nur, dass das, like it's an agency that collects money. That's all these three words wants to say. Und zwar Gebühren oder die Gebühr ist der Beitrag ist etwas, was man bezahlen muss. So you have to pay it. Oh, so like a fee. Exactly. Und die GEZ-Gebühren is like the same thing as Rundfunkbeitrag. That's like the same thing. Und GEZ is just like the short version, the abbreviation for the agency that collects the money in Germany. Nothing more. Okay. Okay. So just like the GEZ, it's just the agency that is in charge of collecting the money. Exactly.
Exactly. But then what does it mean, öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Genau. Rundfunk is so complicated to pronounce. Genau, sind 3 Wörter. Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Okay, let's have a look at what all of that means. That's very difficult. Okay. Also, öffentlich, oder fangen wir mit Rundfunk an. Rundfunk bedeutet Radio und Fernsehen. It's like a word to describe the two of them together. Okay. Das ist alles, was Radio und Fernsehen ist der Rundfunk. Okay? Alle Programme, alles. Öffentlich bedeutet für alle. Also es ist sozusagen für jedermann zugänglich. Öffentlich is like public, right? It's like a public thing. Und rechtlich, literally it just means it's legal and lawful. And in this case it means, es sind Einrichtungen, die es aufgrund eines Gesetzes gibt, die unabhängig in der Berichterstattung sind und die einer Rechtsaufsicht unterliegen. That is very detailed, and all it means, all these 3 points, what it means is that it's like legally and by law, by virtue of a law, an institution or an entity, or those are entities that exists by virtue of a law. That's all that wants to say. So it's a public broadcasting service. Yeah, it means that not everybody can just broadcast whatever they want. Exactly. They have to be under this kind of law. Exactly. There's a law that says you can broadcast it, and these are the things you have to do, like for it to be legal. And yeah, it's a public broadcasting service. That's all it is. Der öffentliche Rundfunk. Okay. And but then why? Yeah. Go ahead. I wanted to ask, but why then? Why do I have to pay? Is it something that everybody has to pay, or what are the reasons behind we have to pay? Right, that's a very good question. Also, warum bezahlt man das? Grund Nummer 1. Unabhängige Informationen zu bekommen. Unabhängig bedeutet... No, I don't know what it's... Also abhängig bedeutet dependent. Und unabhängig ist independent. Exactly, genau. Abhängig dependent und unabhängig independent. So, damit du Nachrichten bekommst, die nicht von einer Firma oder einer gewissen Partei in der Politik gesponsert sind, sondern die sind unabhängig. So it's independent information and unbiased information, right? Like supposedly, right? Und du kannst überall darauf zugreifen und musst nicht ein Passwort anlegen oder einen Account dir machen, ein Nutzerkonto. Du kannst auf dem Handy, du kannst im Radio, du kannst im Fernsehen immer diese Programme sehen und musst nicht extra etwas bezahlen. Weißt du? Alles klar, ja. Und alle anderen Zeitungen oder Zeitschriften oder private Fernsehprogramme sind meistens nicht unabhängig und du musst sie kaufen. Oder sie haben ein kommerzielles Interesse. Das heißt, sie versuchen Geld zu erwirtschaften, Geld zu machen. Aha. Right? Okay. So there are these private companies that they make money out of broadcasting, right. And then you have to pay extra. But I guess it makes sense that there is a law and they give you unbiased information, supposedly. Yeah. I mean, it's a good way to prevent unbiased, not favoring one party or another company or something. And you also don't use advertisement.
because the private ones, that's why Pro7, for instance, is a private one, and you have all the advertisement, and die Okay. Werbung, genau. Und auf den öffentlichen Kanälen, auf den öffentlich-rechtlichen, that's what you often hear, you do not have advertisement or commercials, like for that matter. That's good. Genau, das ist der Grund eigentlich, warum jeder dafür bezahlt, damit alle es bekommen können. Okay. Okay. But then when the problem is when I want to listen to the radio or the TV, there are many channels. How do I know which ones are supposed to be the unbiased ones or which ones are the good quality ones? Can you give us like an overview of all these channels? Yes. Wir haben was vorbereitet. Und zwar gibt es einmal ARD. Das hast du vielleicht schon einmal gehört. ARD oder ZDF. Das Ja, sind ich habe das gehört. Ja, genau. Das sind die zwei großen Programme. Das ARD ist das erste deutsche Fernsehen. Genau, öffentlich-rechtliche Rundfunksender is like public service broadcasters, right? That's like what we just said. Und dann haben wir einmal ARD. Das ist das erste deutsche Fernsehen. So it was the first German TV program ever, supposedly. Und dann haben wir das ZDF. Das ist das zweite deutsche Fernsehen. Und der ARD hat jetzt nochmal 100, hat im ganzen Land, also in ganz Deutschland, verschiedene Radiostationen. Das heißt, in Berlin hörst du ein anderes Programm im Radio als im Süden in Bayern. Und im Westen hörst du ein anderes Programm als in Hamburg. Deswegen stehen da jetzt so viele Abkürzungen, so viele Buchstaben. Zum Beispiel HR steht für Hessischer Rundfunk. Also den gibt es in Hessen. Dann hast du zum Beispiel RBB, ist der Rundfunk in Baden-Württemberg nicht, in Brandenburg, in Berlin-Brandenburg. Und zum Beispiel NDR ist für den Norddeutschen Rundfunk. Also es ist im Norden sozusagen. Und dann hast du das SWR, das ist ein Südwestrundfunk und ja, Mitteldeutscher Rundfunk, MDR. Also es ist, in verschiedenen Regionen gibt es verschiedene Anbieter oder verschiedene Programme. Das ZDF, That's interesting. Ja, das ZDF wird bundesweit, also in ganz Deutschland, ausgestrahlt. Und dann gibt es auch noch im Radio, also ARD ist Fernsehen. ARD ist Fernsehen, also HR, SR, SWR, das ist alles im Fernsehen, verschiedene Kanäle. Und wenn zum Beispiel, Fun Fact, falls dich die Dialekte in Deutschland interessieren, hörst du verschiedene Dialekte in den verschiedenen Regionen. Also es kann sein, dass wir im Radio Bremen oder im WDR anders sprechen als im NDR. Also man kann da die Dialekte ein bisschen hören. That's interesting because if you live in a part of Germany that they speak some kind of dialect, then you can watch these channels or listen to these radio stations and then get used to the accent and the words. That's very cool. Exactly. And it's also more regional television. Also im NDR es sind viele Themen, die nur dem Norddeutschland interessieren. Und im WDR ist eher westdeutsche Themen. Und MDR ist Mitteldeutscher Rundfunk. Aber wenn du im Norden bist, kannst du natürlich auch das süddeutsche Fernsehen anschauen. Right? So you can receive all these programs you receive, obviously, but they talk about like specific regional topics of North Germany, of South Germany, of Midwest, of I don't know where. So that's like the idea behind it. Und dann haben wir das Radio, Deutschlandradio. Das ist auch in ganz Deutschland. Da gibt es den Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Deutschlandradio Wissen. Das gibt es auch als Podcast. Das heißt, du kannst da auch viele Podcasts dir anhören, um Deutsch zu üben.
ist auch sehr, sehr gutes Deutsch und sehr interessant. Und es gibt zwischen 3 und ich glaube 25 oder 30 Minuten. Also einige Programme sind nur 3 Minuten und andere sind 30 Minuten. Und dann gibt es noch Gemeinschaftsprogramme. Und das bedeutet, dass Leute vom ARD und vom ZDF zum Beispiel zusammenarbeiten, um diese Programme zu gestalten. Zum Beispiel die Tagesschau oder die Tagesthemen, das sind die Nachrichten. Die werden sowohl von der ARD als auch von der ZDF mitgestaltet. Oder dann hat es noch Arte, ist ein Kultursender, ZDF Neo, Kika ist der Kinderkanal, also like a Kids Channel, ZDF Info, Dreisat, Alpha, also sind alles Phoenix, sind alles Bildungskanäle, da gibt es auch viele Dokumentarfilme und viele interessante Infos. Das sind alles die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Das ist sehr, sehr viel. It's good that this. Sorry, I'm sorry. Yeah, no worries. That I was going to say that it's good that these two big channels, they work together and they create new things together. I think that's very good. This collaboration. Yeah. And if you want to have a look at the next slide, there's a map of all of them. Maybe you've seen one of the logos. Vielleicht auch die Leute im Chat. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die verschiedenen Kanäle kennt, die verschiedenen Fernsehsender. Ich denke, das ist ganz interessant. Vielleicht könnt ihr sagen, aus welcher Region ihr kommt und welcher Fernsehsender zu eurer Region gehört. Also ich hier zum Beispiel, ich bin jetzt bei meinen Eltern und wir schauen ganz viel MDR. Wir sind im Mitteldeutschen Rundfunk. Wir sind hier in Thüringen. Und ich glaube, du wohnst in Berlin, nicht wahr, Maria José? Genau. Und da habt ihr wahrscheinlich eher den RBB, wäre dann bei euch was Regionales. Ja. Und dann hast du oben den Norddeutschen Rundfunk, NDR. Und dann hast du den Bayerischen Rundfunk, den Südwestrundfunk. Genau, das ist zur Information. It's good. It's good to have the map with all the companies. It could be difficult for some learners, like I am a beginner, so listening to the radio, it's difficult because you don't see the person mouth movement. But it's definitely a good way to practice and to get your listening practice activate or something. So it's good to know the names. Sie haben auch alle eine Mediathek, das heißt, du kannst im Internet diese Programme nochmal anschauen, wenn du eine Serie anschauen möchtest. Und ich glaube, es gibt auch deutsche Untertitel dazu. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das für alles gibt. Da kannst du einfach eingeben, ZDF, Online, Mediathek heißt das. Und da kannst du die Programme nochmal anschauen, falls dich was interessiert. Genau. Okay. So then, what about these private broadcasters? Those we have here. Die privaten Sender sind zum Beispiel, es gibt viele, aber das sind, glaube ich, somit die bekanntesten. Da gibt es Sat1, Pro7, Vox, RTL und RTL 2. Und die erkennst du daran, dass wenn du sie anhast, wenn du da was schaust, dass es immer viel Werbung gibt zum Beispiel. Und dass viele private, also auf den öffentlichen Fernsehsendern kommen viele deutsche Filme, die im deutschen Fernsehen produziert werden. Und auf den privaten Sendern kommen viele internationale Filme, also amerikanische Filme, vor allem amerikanische Filme. Und die werden dann mit Werbung finanziert. Das heißt, alle 20 Minuten hast du 5 Minuten Werbepause. So these channels are not covered by the monthly fee that you pay. They're not. Ich habe eine Frage. Bitte, Megan. Okay, so you say that they are financed through advertising. So does that mean that the public stuff has no advertisements
at all? Like no commercials? I believe they do have a couple. And ZDF, you could see there is like these. They're called Mainzelmännchen. So they have like this might be one advertisement or one commercial clip, but I think they use that money. Like it's really little advertisement, and I think they use that money in order to finance, for instance, to get like the licenses to finance the sport events, because the licenses to broadcast sport events are pretty. They're very expensive. What are they doing with all the money we're giving them? They're paying the actors. I'm not sure, but I know, for instance, I think the upcoming football championship or something, there was a debate on it, that they didn't have the license for it because it was so high, it was so expensive, so they did not spend the money on buying the license. And but I think Sky has it now, or T-Mobile, or I'm not really sure what other private channels are. Okay, interessant. But when you watch like a show with them, there shouldn't be any advertisement. Every now and then, in between of one show and the other show, there might be one clip. But other than that, there shouldn't be any advertisement. Interessant. Okay, danke. Okay, gut. Dann sind wir soweit. Welchen Sender guckst du deutsches Fernsehen, Maria? José? Oder schaust du nur Netflix? Ich habe oft diese Arte geschaut. Sehr gut. Und ich finde es sehr interessant, diese kulturell und generell Thema sie sprechen über. Ja, also Arte ist wirklich sehr interessant. Ich glaube, Arte hat auch sehr viele französische Beiträge, weil sie in Kooperation mit Frankreich stehen. Ich glaube, da gibt es sehr viele deutsch-französische Sachen mit Arte zum Beispiel. Genau, cool. Ja. Okay, dann lass uns weiterschauen. Und zwar der Rundfunkbeitrag. For the money. The money. Let's talk about the money. Genau. Wie viel muss man eigentlich bezahlen? Also, jede Wohnung in Deutschland muss monatlich 17,50 Euro bezahlen. Das bedeutet, wenn du mit deiner Familie in einer Wohnung oder in einem Haus wohnst, dann musst du das einmal bezahlen. Und es ist egal, ob du dort alleine wohnst oder ob ihr dort zu 5 wohnt, zum Beispiel. Das ist egal. Immer 17,50 Euro. Und so it's only paid per apartment. So if there is like an apartment, then only it has to be paid once. Exactly. And that's the same if you're not from the same family. Zum Beispiel, wenn du in einer WG wohnst, weil du Student bist oder weil du alleine bist und mit Freunden zusammen wohnst, und in einer Wohnung wohnst, dann bezahlt ihr einmal. Das heißt, wenn ihr zu dritt wohnt, sind für die 3 Mann ein Beitrag. Aber wenn du zum Beispiel in einem Wohnheim wohnst, Wohnheim ist, wenn du als Student es gibt Studentenwohnhäuser, das ist wie Residential like Accommodations, also es hat jeder ein Zimmer, sein eigenes Zimmer, aber zum Beispiel Küche und Bad werden geteilt, manchmal mit 5 bis 10 Mann. Und es sind sehr kleine Zimmer, aber sind sehr kostengünstig für Studenten. Also, okay. Genau, das ist nur für Studenten. Du kannst nicht als normale Person in so ein Haus ziehen, weil es ist sehr günstige Wohnungen für Studenten sind. Und da musst du zum Beispiel... like a dormitory. Yeah, it's like that. But most of the time you have your own room. You don't share your room. Your own room. Ja, your own room. Aber dort muss jedes Zimmer zahlen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel eine Küche mit 10 Mann teilst, dann musst du trotzdem, jeder Einzelne muss beispielsweise zahlen. Okay. Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn du das nicht zahlen musst. Und das ist, wenn du zum Beispiel arbeitslos bist. Also wenn du keinen Job hast, dann brauchst du das nicht bezahlen.
oder Sozialhilfe bzw. Grundsicherung im Alter. Das bedeutet einfach, wenn du finanzielle Hilfen vom Staat bekommst, jeden Monat. Mhm. I have a little bit Okay, of sun issue so now. It's really yeah. okay. So the exceptions will be when you are unemployed, when you are receiving some kind of social help, Genau. Financial aid. and yeah. Ja, oder like die Grundsicherung im Alter bedeutet, wenn deine Rente nicht ausreicht. Die Rente, your pension, if it's not enough for Mhm. really covering all your costs, Okay. right? Then that's Mhm. like, also egal, wenn du nicht genug Geld hast und Hilfen Mhm. vom Staat bekommst, von whatever it is, dann brauchst du das nicht bezahlen. Das gilt auch für Mhm. Studierende und für Auszubildende. Wenn diese, im Deutschen heißt das BAföG, das ist Geld, was man vom Staat bekommt zum Studieren. Und wenn du das bekommst, das ist auch eine Hilfe, dann brauchst du auch nicht den Rundfunkbeitrag bezahlen. Okay. Genau. So when you are studying or when you are doing an internship or something, and you receive some kind of financial help from the government, Yeah. then you are entitled not to pay. Yes, exactly. That's exactly. Und dann gibt es noch natürlich für Menschen, die taub, blind sind oder einen gewissen Grad von so einer Behinderung haben. Also taub ist, wenn du nichts hörst, und blind, wenn du nichts siehst. Ne? Okay. Dann, beziehungsweise wenn du da auch, wenn du zum Beispiel ein bisschen siehst, aber nicht ganz siehst, oder ein bisschen was hörst, aber nicht richtig 100% hörst, dann ist es auch eine Ausnahme und du musst nicht den vollen Beitrag zahlen oder gar nichts. Aber da gibt es bestimmte Regelungen, wann wie viel. Genau. Okay. Und dann gibt es noch für Asylbewerber, also alle Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind in einem Asylverfahren und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, jetzt erstmal, die brauchen das natürlich auch nicht bezahlen. That means when you are asylum seeker, and then what is Gemeinschaftsunterkünften? Eine Unterkunft ist eine Accommodation und Gemeinschaft ist like Okay. shared. Together. Okay, so a shared. Exactly. Okay. Cool. So those are like. So then I have to pay, and you have to pay as well, right? I have to pay as well. We're paying. So we cannot escape from paying. So We're all paying. what do you do to register? Do you have to fill out a form? Do you have to call somewhere? How do you What do you do? register? Genau. Normalerweise, wenn du in eine neue Wohnung einziehst, kriegst du einen Brief von der Leuten und dann kannst du entweder den Brief ausfüllen oder du kannst dich online anmelden. Hier habe ich ein paar Wörter aufgeschrieben, die dir beim Ausfüllen des Antrags helfen können. Also zum Beispiel anmelden, abmelden und ummelden. Yeah, I know anmelden and abmelden. When you register, when you come, at least here in Berlin, you have to go to the town hall and register, and then when you leave, deregister yourself. But what is ummelden? Ummelden ist, das ist wie umziehen, wenn du von einer Wohnung in die andere Wohnung ziehst. Okay. Wenn du zum Beispiel vorher sagst, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich zum Beispiel habe bei meinen Eltern gewohnt und dann später wohne ich in einer WG. Dann sage ich hier, ich möchte mich von der einen Wohnung in die andere Wohnung ummelden, sozusagen. Und das geht auch beim Rundfunk. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe in einer WG gewohnt, ich habe schon eine Nummer
Ne? Ich habe schon ein Kundenkonto, also like an Account. Und dann möchte ich einfach diese Nummer für eine andere Wohnung nutzen, zum Beispiel. Okay. Wenn du zum Beispiel Okay. umziehst. Okay. So die Ermäßigung, I have seen this word before. I think when you buy a ticket in the transportation. Zum Beispiel, genau. I have seen it, but I don't remember what it is. Genau, das bedeutet, dass du weniger bezahlst. Also zum Beispiel im Transport, in der Bahn oder im Zug, dann zahlen oft Kinder weniger. Und das ist eine Ermäßigung. Genau. Sehr gut. A reduction. A reduction, genau. And then Befreiung, it's something about frei, free. Genau, das ist, du kannst einen Antrag, weißt du, was ein Antrag ist? It's the next word, das nächste Wort, der Antrag. No, nee. Antrag ist ein Application, ne? Das ist der Antrag, die Application zum Beispiel. Okay. Und du kannst einen Antrag auf Befreiung machen, zum Beispiel, wenn du arbeitslos bist oder ich als Studentin, wenn ich Geld vom Staat bekomme, dann kann ich ein Formular ausfüllen, einen Antrag schreiben und sagen, ich habe kein Geld, ich bin arm, eine arme Studentin, ich kann das nicht bezahlen, ich brauche eine Befreiung. So it's like an exemption. Okay. Du befreist dich und du bist frei von der Pflicht, ne, von der obligation to pay. You do not have. Yes. That takes us to the Betragspflicht. Betrag, you said before that it was a fee. Genau, Beitrag ist ein Fee. Genau. And then Pflicht is what you have just said. It's like obligation, exactly. It's like the obligation to pay the fee. Beitragspflicht. Exactly. And that would be, for instance, die Befreiung von der Beitragspflicht. So get an exemption from that obligation to pay the fee, right? That's literally what it says. Good. Wir haben noch ein paar weitere Wörter. Lass uns die nächsten paar Wörter noch anschauen. Und zwar haben wir erst eine Frage. I have a concerned citizen in the chat. So somebody made a good point that after they signed up or they registered their Anmeldung, they automatically would get this tax. And I actually remember this as well. So they didn't actually have to fill anything out. But they paid it automatically? No, so you would have to pay for it. So this is, in order to pay for it, you have to fill out this information. Is that what you're saying? Exactly. You're going to get a letter, I guess, from them. And they have already all the information in there. And then you have to say, this is my name, this is where I live, and how do I want to pay it? Okay. And then they send you a number. And once you move to another apartment, for instance, or you move to another country, you can deregister and telling them the number that I want to stop paying the monthly fee. But say you do your Abmeldung? Abmeldung, yeah. Abmeldung. At the Bürgeramt, will you automatically be Abmeldunged? Right. So technically it should go that way, but we'll get in a second to the payment methods. Like you have to do it like they get like an agreement from you that they can take the money off your account. Okay. Right? There's two parts to this. I'm not sure whether they just stop taking your money, even though you did Abmeldung and Bürgeramt. Okay. So you're good to call them and tell them to stop. One more thing. So the second part to this concern is that he has not. So he paid the fees for the first year, but then he stopped receiving anything. Should he be worried, and should he contact them? That's a very, very good question. This can get actually really, really ugly. If at some point they find out that there was another like apartment that you should have been paying for. So yes, he should contact them. You paid the first year, which is fine. And then they just didn't take your money anymore, or the question is now normally you pay
Well, so you can set up a direct deposit, right? Right. And so he said that he paid for an entire year, and then he never received any mail again. What fun. It just stopped. The mail stopped coming. Which is fine. So Which is lucky you. maybe he should contact them just to be safe, let's say. Just to be very, very safe, you maybe should contact them and say, hey, what's up? But honestly, if you don't get any if you don't get any email, you can also stay out of it and try to avoid it. But I mean, the legal, I cannot. Let's not give that advice. They're gonna come back and say, Chatterbug told me. Alright, thanks. Genau. Jetzt haben wir noch ein paar Wörter, die uns helfen. Genau, die Beitragsnummer zum Beispiel. Yeah, this is the number of that they assign to you when you register. Exactly. That's your specific number. Dann haben wir noch die Pflichtfelder, oder oft steht, die gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Das ist often a phrase they put. I don't know what it is. So gekennzeichnet is like marked, and that's what you see when there's this little Sternchen with little asterisks there. Okay. Und das ist dann ein Feld, so it's mandatory. Genau, was du ausfüllen musst. Okay. Das ist ein Pflichtfeld, das ist ein Feld, was du ausfüllen musst. Genau. Dann haben wir die Anmeldung zu oder ab wann. Das ist, da wollen Sie das Datum wissen. Zum Beispiel kannst du sagen, keine Ahnung, du bist im Januar eingezogen und machst jetzt die Anmeldung. Das ist auch kein Problem. You don't have to stress about it to like take it, like they're gonna take your money afterwards anyways. So, wenn du im Januar eingezogen bist, kannst du jetzt immer noch die Anmeldung machen und sagen, ich möchte meine Anmeldung zu Januar 2020 machen. So it's like dieses Anmeldung zu is asking for the date, or it's like, yeah, asking for the month and the date. Okay. Dann geht es bei der Zahlung, also wenn du bezahlst, gibt es zum Beispiel Zahlung im Voraus. Voraus. Before? In Advance. In advance? Upfront, genau. Und dann kannst du in einem 3-Monats-Zeitraum zahlen. Oft wollen sie das, dass du nicht jeden Monat zahlst, sondern 3-Monats-Zeitraum. Yeah. So 3 months time room. So in 3 months Period. time. Yes. It's 3 months. Sehr gut, sehr gut. Genau, it's like 3 months. Und dann kannst du auch vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zahlen. So it's 4 times a year, half each 6 months, and yearly. Exactly. So every 3 months, every 6 months or every year. Und dann kannst du per Lastschrift oder per Überweisung zahlen. I don't know Lastschrift. Genau. I have never seen that word before. Lastschrift bedeutet, dass du ihnen, genau, das bedeutet Lastschrift. Also, dass du ihnen das Geld überweist, also dass du it's like a direct debit, dass du das Geld. Also it's automatic. Genau, das ist automatisch. They take it from your bank. Immer zum Termin. Oder per Überweisung ist, wenn you do it manually, right? Yeah. Transfer the money manually. You do it manually every 3 months or every 4 months. Genau. Und genau, und dann sind wir schon fast am Ende. Die Anmeldung ist sehr, sehr einfach. Du hast die Möglichkeit, das online zu machen, auf der Seite des ZDF oder des ARD. Du kannst es auch per Post machen, wenn sie dir den Brief schicken nach Hause. Dann kommt meistens ein Formular zum Ausfüllen.
Und dann musst du meistens in 4 Schritten, du musst deine persönlichen Daten eingeben, also dein Name, ich weiß nicht, dein Geburtsdatum wahrscheinlich. Dann musst du deine Wohnung angeben, also die Adresse und also wenn du in der ersten Etage, in der zweiten Etage wohnst, das kommt drauf an. Dann entscheidest du, wie du zahlen möchtest. Du kannst auch nicht bar bezahlen, das geht auch. Dann musst du aber irgendwo hin auf irgendeine Stelle. Genau, oder beziehungsweise per Lastschrift, das heißt, es wird immer zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld von deinem Konto abgebucht. Sorry, it's gonna take it. Und dann haben wir noch die Überweisung, dass du halt alle 3 Monate zum Beispiel das überweist. Und dann hast du eine Zusammenfassung, wo dann nochmal alle Daten, Zusammenfassung ist Summary, wo alle deine Daten nochmal aufgezeigt werden. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist ziemlich einfach. Yeah. I think I've done so many Anmeldungen already that I think I'll just do it without thinking. Almost automatic. Genau, sehr gut. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Genau. Wenn du möchtest, können wir nochmal ein kleines Quiz machen. Ich frage dich und mal schauen, ob du was gelernt hast heute. Zum Beispiel, sag mir, was ist die Rundfunkgebühr? Im Chat dürfen natürlich auch alle mitmachen. Was ist das, die Rundfunkgebühr? Die Rundfunkgebühr ist ein Beitrag, dann alle muss zahlen. Genau, und sehr gut. Es ist für das öffentliche Radio und Fernsehen. Genau, in Deutschland, das oder? Ist in Deutschland, genau, das ist in Deutschland. Und nicht für die privaten Sender, genau. Und zum Beispiel, ich bin Studentin. Muss ich den Beitrag auch zahlen? That's a tricky question. Normalerweise ja, du musst den Beitrag zahlen, aber vielleicht du bekommst eine Hilfe von der Sozialsystem, Social Security, oder du wohnst bei deinen Eltern und dann deine Eltern zahlt diesen Beitrag für dich. If you live with your parents, then I guess they will pay. They won't tell you. They won't force you to pay it. It's like half. That could work. Genau, sehr gut. Und wenn ich in einer WG wohne, wie funktioniert das dann? Muss jeder in der WG zahlen? Nein. Wenn du in einer WG wohnst, dann du musst nur einmal zahlen. So, zusammen die alle WG-Einwohner, I don't know how to say, WG-Bewohner. Genau. Zahlen einmal. Yeah, so one time per shared apartment. Genau. Und weißt du noch, wie viel das war? Wie viel man bezahlen muss im Monat? Ich glaube, es ist ca. 18 Euro. Fast 18 Euro, genau, 17,50 Euro. Ja. Sehr gut, super. Ja. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für alle, die in einer WG wohnen. Wenn ein Mitbewohner dieses BAföG, heißt das im Deutschen, bekommt, also das ist also Geld vom Staat zum Studieren, und die Wohnung anmeldet, dann müssen die anderen nicht bezahlen, glaube ich. Also ich habe schon in einer WG gewohnt, wo eine Person das BAföG bekommen hat und dann mussten wir das alle nicht bezahlen. Das war sehr praktisch. Aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon geändert haben.
aber eigentlich, ob denn die anderen noch zahlen müssen, das weiß ich nicht. Aber das ist immer ein kleiner Trick. Genau. Sehr gut. Dann, Thank you. genau, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Falls es noch Fragen gibt. That was very heavy topic, lots of Yes. complicated words in there, but we hope that you guys at least were able to come away with understanding what it is that you're receiving in the mail every month from this company who's making you pay money to them. So if you have any last minute questions, just shoot them in the chat and we'll get them answered for you. Thank you, ladies, once again for a great lesson. Thanks, Maria Jose, for jumping in there. We hope that Thank you, Sarah, for guys explaining all this super complex topic in like very simple way. It was really helpful. Well, you're very welcome. Definitely. I hope you learned something. Definitely. All right. Well, we're coming to an end. So just quick thanks to everyone for joining. Next week, we promise we're going to have a little bit more fun topic. I know we weren't able to get anybody on the video today, but next week we promise that there'll be lots of opportunities for you guys to come join us on the video to practice your German. So just quickly, before we end, one last time, we are Chatterbug. We're an online language learning school. We combine self-study with one-on-one live lessons with tutors. Sarah is a tutor, like she mentioned at the beginning. She's a tutor on the platform. So if you sign up, try us out. Maybe you can get matched up and have a lesson with Sarah. If you want to try us out, 25% off first month with that code. So use it, sign up with it, even if you're not going to subscribe, just in case down the road you decide to subscribe. We have a 2-week free trial with 1 free live lesson. So give us a try. And we will see you guys next week. Tschüss.